Faszination Hausboot. Kaum eine Wohnform ist so vielfältig wie das Leben auf schwankenden Planken. Ein Spielfeld für Individualisten. Wir haben hier also zum Beispiel einen extra Balkon dran im Obergeschoss. Wir haben hier diese Kamin- und Saunaausstattung und eben auch ein luxuriöses Badezimmer mit Badewanne. Auf dem Land ist alles fest, auf dem Finnen ist alles wackelig und Vorsicht, da kommt wieder was. Doch nicht alle Menschen lieben Hausboote. Es gibt dann auch ganz liebe Wassersportler, die nehmen Rücksicht. Aber es gibt auch welche, die wollen das mit dem Hausboot, mögen die nicht so. Ne? Im Viking-Yachthafen von Schleswig gibt es 350 Liegeplätze. Einer davon gehört Barbara und Helmut Clausen. Im August 2015 entschied sich das Ehepaar, ein gebrauchtes Hausboot zu kaufen, um es zu vermieten. Die Sanierungsarbeiten waren aufwendiger als gedacht, doch es hat sich gelohnt. Urlauber aus ganz Deutschland buchen ihr Hausboot. Mit Tammy, so heißt das Hausboot, können die Touristen sogar raus auf die Schlei fahren, einem langen Meeresarm der Ostsee. Je nach Saison kostet eine Nacht zwischen 88 und 148 Euro. Flagge setzen ist Pflicht vor jeder Ausfahrt. Klein, aber fein ist das Schlafzimmer der schwimmenden Ferienwohnung. Hier haben wir dann unseren Schlafraum. Auch noch mal für zwei oder wenn noch ein Kind dabei ist, man kann auch zu dritt da drin schlafen. Das ist alles Bettwäsche und so weiter, ist auch alles vorhanden. Das ist dann hier unten in der Kiste drin. Wenn die Gäste das wünschen, haben wir auch Bettwäsche. Manche bringen ihre Sachen selber mit, manche wollen das gemietet haben. Genau. Das Boot ist ganz unabhängig. Wir haben nur 12 Volt hier an Bord, weil das läuft alles nur über die Batterie oder über eine Solarzelle, weil man eben halt auch unabhängig mit dem Boot draußen fahren kann. Also ist das alles sporadisch. Wenn es kalt wird, haben wir den Kamin. Wenn das Boot im Hafen liegt, haben wir Landanschluss und haben ganze 2 Steckdosen, wenn man doch mal bisschen mehr Strom braucht und so weiter. Mit viel Liebe zum Detail hat Barbara das Hausboot eingerichtet. Hier deuten eigentlich nur die Rettungswesten darauf hin, dass dieses Wohnzimmer schwimmt. Sind aber Pflicht an Bord. Hier haben wir noch Wunderkiste. Eine Wunderkiste, die haben wir extra hier von den Behindertenwerkstätten in Schleswig anfertigen lassen, dass es genau passt, wenn das Bett auseinander geht, dass man es da runterschieben kann. Und hier haben wir halt Spiele noch für die Kinder und Bücher, so ein bisschen noch. Man kann da auch super den Schnaps drin verstecken. Läuft natürlich alles sehr sporadisch, also das Wasser läuft ganz minimal nur raus, aber das ist halt die Technik hier. Wenn wir so eine Riesenpumpe einbauen würden, dann wäre das Wasser, wir haben nur 300 Liter Frischwasser und 300 Liter Abwassertank. Wenn die 300 Liter weg sind, dann sind sie weg und dann ist auch der Tank voll und dann nützt einem das auch nichts. Deswegen haben wir es alles nur, dass es ganz minimal alles rausläuft, damit die Leute nicht so verschwenderisch sind mit dem Wasser. Ne? Und, oh Helmut, das Gas, machst du mal hinten das Gas an? Ja, geht gar nicht, ne? Das ist ja doof. Was ist da denn los? Das ist jetzt der Vorführeffekt. Gestern war ich zum Putzen hier, da ging dann noch alles. Mach mal an den. Läuft das da auch nicht? Nee, die ist kaputt. Ach Quatsch, bei meinem Mann ist immer alles kaputt. Die läuft auch nicht. Ja gut, das machen wir dann gleich. Das ist ein Rätsel. Das ist ja gut, dass wir das alles hier vorführen. Dann ist das für die Gäste wieder okay. Gut, da haben wir ein Ich kleines guck mal Problem. vorne. Okay, können wir das dann nach später? Ich weiß jetzt nicht, warum das nicht geht. Der Viking-Yachthafen in Schleswig ist der einzige Hafen an der Schlei, in dem Hausboote liegen dürfen. Dabei nimmt die Zahl der Bootseigentümer ständig ab, während Hausboote immer beliebter werden. Da sind viele Leute, die interessieren sich für Hausboote. Bloß die Anschaffung, Neupreis ist sehr hoch und dann manche überlegen, dann wird immer gebraucht, meistens gekauft. Ne? Aber die Interesse ist sehr groß für Hausboote, fahrbare, nicht die anderen. Also das ist schon wieder eine Kategorie, ja, da geht es dann bei 125 bis eine halbe Million, die festliegenden. Ne? Ja. Von den insgesamt 350 Liegeplätzen im Yachthafen dürfen nur 10 von Hausbooten belegt werden. Also ich muss das mal selbst einmal gucken.
bin also echt mehr so Büromensch, aber manchmal... Helmut Clausen will das Wasserpumpenproblem erst einmal lösen und greift zum Werkzeugkoffer. Ohne irgendeinen Plan werkelt der Hobbyhandwerker drauf los. Richtig. Oh, jetzt habe ich die zu brutal. Jetzt habe ich die kaputt gemacht. Was ist jetzt kaputt? Helmut gibt nicht auf. Ja. Samstag kommen neue Gäste. Bis dahin muss alles funktionieren. Der große Gotschesee südöstlich von Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Hier hat die Hausbootfirma Floating House im August das Gotsche Resort eröffnet. Für Chef Ulf Sübel und Mitarbeiterin Maria Grütze ist heute ein spannender Tag. Welchen Ponton nimmt der Herr Renker jetzt? Also wir werden den vordersten nehmen, der hier gleich zuerst liegt. Da haben wir die Dualdocker schon montiert heute früh und können jetzt dann mit denen rüber zum Stadthafen fahren und sofort kann der Kran anfangen, dann zu Hausdorf aufzubauen. Okay. Wir haben jetzt den Bauplatz da drüben für 3 Monate, weil wir wollen im Ressort nichts bauen, damit die Urlauber nicht behelligt werden. Das ist eine völlig neue Produktion von uns mit Wellenschlagschürze. Die sind ja vorne so schräg hochgezogen. Da kommt die Welle und wird sozusagen im 45-Grad-Winkel abgeneigt wieder zurückgeworfen. Ja, und das bringt natürlich nochmal, hier kann also bis zu 1 Meter Welle ankommen. Ja, bringt natürlich nochmal eine ruhige Lage für einen Ponton und eben einen Spritzschutz. Ein Ponton ist ein schwimmender Hohlkörper. Auf ihm soll heute ein Holzhaus errichtet werden. Innen drin ist der ganze Betonkörper mit Styropor vollständig gefüllt. Der ist praktisch unsinkbar. Also nichts ist unsinkbar, aber eigentlich nach menschlichem Ermessen kann der nicht untergehen, weil er vollflächig mit Styropor ausgefüllt ist. Ringsrum mit Beton umkleidet und dadurch ist es natürlich ein sehr, sehr massiver, 80 Tonnen schwerer Schwimmkörper, der eben dadurch auch sehr ruhig liegt. Wenn wir jetzt bei der Überführung irgendwelche Probleme kriegen würden, dann wird es maximal sein, dass ein Seil reißt beim Bremsen. Ansonsten passiert aber nicht viel bei dem Boot. Wir haben perfektes Wetter, wir haben wenig Wind und natürlich auch wenig Wellen dadurch. Und damit ist natürlich heute eine gute Möglichkeit, den Ponton rüberzuziehen. Wir bestellen sowas immer vorher, das Wetter, und dann klappt es auch meistens. Bootsführer Hajo Renker kennt die Gefahren. Er weiß, dass die Seile reißen können und daher wird er dementsprechend vorher abbremsen. Das sieht man jetzt schon. Der nimmt jetzt schon Fahrt raus, dass er diese 80 Tonnen bis jetzt noch 300 Meter bis zur Spundwand abgebremst kriegt. Und dass er ganz langsam auf 1 Millimeter genau anlegt. Das ist die Kunst. Der Ponton wird sozusagen nach Gefühl abgebremst. Das macht der Maschinenführer in dem Boot so rechtzeitig, weil er hat so viel Erfahrung. Der weiß also ganz genau, er muss mit dem Ponton so und so umgehen, dass der dann eben rechtzeitig zum Stehen kommt. Sonst wäre die Gefahr viel zu groß, dass man eben den ganzen Ponton gegen die Spundwand rammelt. Und da ist das Gewicht so schwer, dass man auch entsprechend dann etwas kaputt machen könnte. Das wollen wir nicht. Bei dieser Aufgabe ist höchste Konzentration gefragt. Der Ponton muss vorsichtig an die Spundwand, die das Ufer absichert, herangeführt werden. Es ist nur, dass wir das mit der Hand nun versucht haben, auf Position zu schieben, um das zu befestigen. Das kriegt man mit dem Boot dann nicht mehr hin. Ne? Da muss man mal manuell dabei. Ne? Und es geht ja gerade noch so mit Wind und so, dann kriegt man das noch so mit Körperkraft hingedreht und hingezogen. Präzision ist gefragt. Renker muss nachjustieren. 80 Tonnen wiegt der Betonponton. Dennoch lässt er sich auf dem Wasser leicht manövrieren. Kleinere Hausboote werden über Land per LKW geliefert und mit Hilfe eines Krans in die Gotsche gesetzt. Die großen müssen vor Ort auf dem Ponton gefertigt werden. Dieser soll ein doppelstöckiges Haus mit 95 Quadratmetern tragen. Sicherlich hat man Erfahrung. Man hat diese Gewichte schon im Wasser bewegt. Man weiß, wo man drücken, wo man ziehen muss. Wie viel man drücken und ziehen muss, das ist auch mal ganz wichtig. Wenn man zu viel macht, bewegt sich erst gar nichts. Und dann plötzlich, denn 80 Tonnen schieben sich nun beiseite, auch wenn es nur Millimeter für Millimeter ist, müssen die wieder abgebremst werden. Ne? Der Ponton soll fest mit dem Kai verbunden werden, damit Wind und Wellen das schwimmende Haus später nicht davon schwimmen lassen. Diese Stoßdämpfer halten, wenn sie fest montiert sind, nicht nur den Ponton an seinem Ort, sie sollen auch dafür sorgen, dass die Feriengäste später nicht seekrank werden. Das Montieren ist keine leichte Aufgabe, wenn man auf schwankenden Planken steht. Doch Hajo Renker und Kollegen schaffen es schließlich.
Jetzt kann der Hochbau auf dem Ponton beginnen. Die einzelnen Holzsegmente liegen schon am Ufer bereit. Mit 192 Quadratmetern ist es das größte Feriendomizil, das künftig hier liegen wird. Nach dem Fertighausprinzip erfolgt der Aufbau auf dem Schwimmponton. Ein Autokran hilft beim Aufstellen der großen Holzelemente. Doch bis am Ende alles steht, müssen noch so einige Herausforderungen gemeistert werden. Bauleiter Lars Schindler erklärt, was so schwierig an einem Hausbootaufbau ist. Die größte Herausforderung ist einfach, ganz einfach, dass es schwimmt. Also der Ponton ist natürlich nicht fest wie ein normales Fundament bei einem normalen Haus, sondern das Ponton bewegt sich. Man kann also hier auch nicht mit einer Wasserwaage arbeiten oder ähnliches, sondern es muss alles mit Winkeln passieren, sodass am Ende, wenn das Haus fertig ist, auch alles gerade ist, der Fußboden, die Fenster richtig eingebaut und so weiter. Also das ist eigentlich die Herausforderung bei diesem schwimmenden Haus. Zimmermeister René Lemmert gibt den Ton an. Die Zimmerleute stellen die erste Wand auf. Ja, Galgen vor. Sie müssen nachmessen, ob die vorgefertigten Teile wirklich auf die vorgesehenen Positionen auf dem Ponton passen. Und bringen Winkel an. Damit die Wand jetzt im Lot steht, das können wir mit der Wasserwaage hier auf dem Wasser nicht messen. Deshalb haben wir einen rechten Winkel aufgeschlagen und daran stellt sich die Wand automatisch im Lot. Jetzt können wir weiter die nächste Wand setzen und dann kriegen wir doch Kraftschlüsse voneinander. Hausbau auf dem Wasser ist eine Herausforderung. Ich habe da sehr viele neue Erfahrungen auch sammeln können und man musste auch viele Dinge sich neu überlegen, weil es einfach aus dem klassischen Hochbau heraus nicht auf diese schwimmenden Häuser zu duplizieren ist. Und ich sage jetzt mal, mit jedem Haus, was wir gebaut haben, nimmt man neue Erfahrungen mit und setzt die dann beim nächsten Haus um. Und dann haben wir auch sehr eng mit der Planung zusammengearbeitet, um die Dinge, die wir jetzt in der Bauleitung als Erfahrung gesammelt haben, dort auch umzusetzen. In Schleswig ist Besuch im Anmarsch. Seit vielen Jahren kennen Wolfgang Erichsen und Holger Goos die Clausens. Darf ich an Bord? Ja, weiß noch, wie ich sage. Moin. Ist das so, ne? Ja, ja. Moin. Ja, kräftig renoviert, ne? Ja. Einiges gemacht. Gemeinsam versuchen sie sich an der streikenden Wasserpumpe. Wir könnten ja auch erstmal hier. Nee, dann würde ja das andere nicht gehen. Ja, die blaue. Welche habe ich kaputt gemacht? Die blaue. Ach so. So, jetzt war die unten. Die ist gut. Das ist die mittlere, die blaue. Also jetzt. Ah ja, das knistert jetzt. Oh oh. Also jetzt. Aber es knistert. Immer noch? Ja, echt fies. Na gut. Schauen wir mal. Was geht denn jetzt noch überhaupt? Kann Bärbel mal probieren? Ob ich jetzt alles kaputt gemacht habe? Die Lampen? Ja. Geht so womöglich die Pumpe? Es läuft! Endlich! Ey! Helmut! Ich kann das! Ja, das knisterte auch. Das klang irgendwie ganz gut. Wasser läuft. Also, das erste Mal, dass ich so eine kleine Reparatur hingekriegt habe. Aber ich habe ja einen hochtechnischen begabten Mann. Das war nicht so ordentlich. Wasser ist an Bord der Tammy ein knappes Gut. Das Gleiche haben wir hier in der Dusche. Also da muss man wirklich Humor für haben, für die Dusche. Ne? Also ausgiebiges Duschen geht nicht. Also einmal schnell an, da läuft's, schnell einschäumen, ausmachen und ungefähr 3 Minuten warten, bis der Schaum wieder draußen ist. Ne? Ein Paddel vom Wasser- und Schifffahrtsamt, Pflicht. Ich weiß nicht, was man mit dem Paddel dieses große Schiff bewegen soll von 6 Tonnen, aber falls man in Not kommt, ein Paddel muss an Bord sein. Ne? Auch Vorschrift. Aber wir haben gesagt, okay, dann kaufen wir ein Paddel und dann haben die Kinder wenigstens ein bisschen Spaß, die an Bord sind. Wir haben hier ein hochtechnisches WC. Da pumpt man das Wasser an aus der Schlei. Ne? So ein bisschen anpumpen. Dann macht man sein Geschäft. Möglichst wenig Klopapier benutzen, weil es muss auch nur dieses sein, weil das ersetzt sich selber. Da darf man kein anderes Toilettenpapier nehmen, dann muss man so ein spezielles Toilettenpapier nehmen. Macht sein Geschäft, pumpt ab und Deckel zu. Wie auf der anderen Seite haben wir hier in den Rümpfen Hohlräume. Hier bunkern wir unser Benzin. Meistens haben wir so 80 Liter. Das reicht dann so für die Gäste, wenn sie bisschen Brennholz noch. Und wenn ihr hier runter schaut, da kann man auch sehen, dass das einzelne
Hohlkörper sind, die hier aneinander geschraubt sind und die auch Wände haben, wie ich vorhin schon sagte, wenn man irgendwo gegen Stein fährt und ein Loch drin ist, da kann nichts passieren. Das Boot geht nicht unter. Das ist alles total sicher. Muss es auch sein, denn sie vermieten. Wir haben zahlreiche Mieter aus München, Stuttgart, aus der südlichen Region und die fragen dann gar nicht so nach der Einrichtung und das muss alles funktionieren, wie der Wasserhahn und solche Sachen. Und, aber die finden das einfach schick, dass es einfach so auch ein bisschen bescheidener ist. Wir hatten auch da Eltern, die sagten, Mensch, für die Kinder ist es mal ganz gut, dass sie ein Buch lesen und nicht nur immer am Tablet rumspielen. Also kein Fernseher. Also ein bisschen entschleunigen. Das ist das Motto. Die machen so kleine Touren und einmal hatte ich versprochen, dass ich ihn noch mal kurz besuche, ihm noch mal Benzin gebe und da dachte ich, Mensch, der wird bestimmt gleich Richtung Kappeln gefahren sein und bin an dem vorbeigeschossen, weil er hier kurz hinter Schleswig hat er so eine Bucht gefunden und ich fand den nicht. Ich dachte, ist da was passiert? Nö, der ist gleich um die Ecke in die nächste Bucht und hat da geankert und ich war so verwundert und das ist ganz andere, ganz komische, also die wollen gar nicht hetzen, die finden das gut, dass es so bescheiden ist, das Ganze, und die wollen dann einfach in Ruhe fahren. In Bitterfeld geht es weiter voran. Zimmermann René Lemmert ist zuversichtlich, dass er den Zeitplan einhalten kann. Ich denke, dass wir Samstag, also heute ist ja Donnerstag, dass wir so 3 Tage zum Aufstellen der ganzen Konstruktion zum Stehen bringen. Ja, 3 Tage würde ich sagen. Seit 1995 verwirklicht die Firma Floating House den Traum von vielen Menschen, die auf dem Wasser leben möchten. Das Unternehmen ist Projektentwickler. Von der Entwicklung, der Planung über den Bau bis hin zum Verkauf und der Vermietung von schwimmenden Objekten kümmert sich die Firma um alles. Man konstruiert ein großes Projekt vom Anfang an, also quasi von diesem Ponton aus, und das geht ja dann 3 Stockwerke hoch. Und wenn dann jedes Stockwerk ineinander passt und nachher, sag mal, das stimmig ist, das System, dann ist man doch wohl, denke ich mal, ganz glücklich und dann fällt auch einem ein Stein vom Herzen. Ja, dann werden die gleich verschraubt. So haben wir auch gleich den rechten Winkel eingesetzt. Wie heißt es, dann kann die, wenn die gleich befestigt ist, dann kann die Wand auch nicht mehr nach wegfallen. Ja? Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ist der Aufbau eine schweißtreibende Angelegenheit. Dennoch bleiben die Männer konzentriert. Bitte? Einmal zu dir. Ja. Ja. So. Unterschied. Trotz der erschwerten Bedingungen freut sich René Lemmert über diesen Auftrag. Das ist mal was anderes, das ist nicht immer das, was man immer gleiche Holzbauartige konstruieren, sondern auch mal eine Herausforderung. Okay. Gerade auf Wasser ist doch eine ganz andere Art zu arbeiten, wie ganz normal, wenn man jetzt ein ganz normales Einfamilienhaus auf einem ganz normalen Erdreich gelegt ist. Der heutige Aufbau ist eine Premiere für alle, auch für den Bauleiter. Die Chance hatten wir leider nicht, da zu testen, sondern wir mussten wirklich genau überlegen, was sind die nächsten Schritte, was muss gemacht werden, damit auch die Folgegewerke entsprechend arbeiten können. Insofern einen Testlauf gab es. Auf 3 Etagen verteilen sich später 2 Schlafzimmer, ein Bad, 2 Toiletten, eine offene Küche sowie eine 35 Quadratmeter große Dachterrasse. Das Haus hier geht im normalen, sehr, sehr gut ausgestatteten Standard bei 315.000 € netto los, zuzüglich Mehrwertsteuer. Wir geben die Preise jetzt so an, weil die meisten das in die Vermietung geben und man damit sozusagen nur den Nettopreis bezahlen muss. Es werden also, ich sag mal, 350.000 bis 400.000 € ist so die Range. Viel Geld. Doch dafür bietet ein schwimmendes Haus schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und ein Hingucker ist es auf jeden Fall. Das, was wir jetzt hier bauen, ist schon sozusagen oberster Standard. Also da geht natürlich immer mehr, aber wir haben hier also zum Beispiel einen extra Balkon dran im Obergeschoss. Wir haben hier diese Kamin- und Saunaausstattung und eben auch ein luxuriöses Badezimmer mit Badewanne und all diesen schönen Dingen. Jetzt stehen wir hier genau vor dem runden Loch der Sauna. Man kann also hier später aus dieser Sauna von innen dann durch das Bullauge rausschauen. Das Besondere hier ist, man geht eben auch von der Sauna aus direkt hier nebenan raus und kann dann hier über den Ponton mit der Badeleiter sozusagen direkt ins Wasser springen. Das ist schon ganz klasse.
Holz ist ein klassischer Baustoff bei Hausbooten und schwimmenden Häusern. Zwischen Innen- und Außenwand wird mit Mineralwolle gedämmt, sodass sich der Aufbau ohne großen Wärmeverlust im Winter heizen lässt. Jetzt bin ich ganz zuversichtlich, dass wir Rollator vielleicht noch die Deckel drauf kriegen. Nee, läuft. Danke. Prima. Komplett rüber. Jetzt diese hier. Kannst du in der Mitte einfach mal einen ranmachen? Oh nicht. In der Mitte einfach die Schrauben machen wir alleine. Beinahe so schnell wie an Land geht es jetzt auf der Hausbootbaustelle voran. Schon stehen die Wände des Erdgeschosses. Jetzt müssen die Gerüstbauer ran, damit weiter in die Höhe gebaut werden kann. Ein Stockwerk und die Dachterrasse müssen noch aufgebaut werden. Auf der Baustelle erscheint das Ehepaar Grütze. Ihre Tochter Maria arbeitet bei Floating House und hat die beiden mit ihrer Begeisterung für Hausboote angesteckt. Mehr als 300.000 € investiert das Ehepaar in seinen Traum. Und das jetzt hier mit anzusehen, vor allen Dingen, wenn man weiß, es wird sein eigenes, das macht schon richtig Spaß und ist natürlich auch technisch für mich sehr interessant. Und wollen nur heute den Tag mit dabei sein, um zu sehen, wie sozusagen die schöne zweite Etage oben drauf kommt. Es waren normale Fenster drin und wenn man im Bett liegt, konnte man das Wasser nicht sehen. Und da habe ich gesagt, wenn ich schon am Wasser wohne, dann möchte ich auch, wenn ich im Bett liege, rausschauen können. Und da haben wir eben das Detail reingebracht, dass die Fenster bis runter gehen. Was eigentlich einleuchtend ist, ne? Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, sagt ja, na klar, große Panoramafenster, aber es war im Projekt anders drin. Auf der Hausbootbaustelle geht es jetzt Schlag auf Schlag. Schon werden die Fensterrahmen eingesetzt. Licht und freie Sicht aufs Wasser ist allen Eigentümern wichtig, die es auf das nasse Element zieht. Dieses Hausboot soll einmal der Zweitwohnsitz der Eheleute Grütze werden. Das Bauen auf dem Wasser ist etwas Besonderes. Auch für Jan Schütte. Wie es im Volksmund oft gesagt wird, Theorie und Praxis, da liegen Welten zwischen. Also ab und zu muss man auch schon mal einen Zentimeter nachschneiden. Ist eben so. Was nicht passt, wird passend gemacht. Alte Handwerkerweisheit. Auf dem Land ist alles fest, auf dem Fremden ist alles wackelig und Vorsicht, da kommt wieder was. Auch wenn hier einiges komplizierter ist als an Land, besondere Prüfungen musste Zimmermann Hagen Freiberg nicht ablegen. Wir werden nicht auf Seetauglichkeit geprüft. Das Einzigste, also das stimmt, würde ich denken. Der Zimmermann macht seine Arbeit gern. Das ist ein, ich sag das mal so, ein geiler Job. So an der Luft und ja, man sieht, was fertig wird. Ja, und handwerklich ist da auch noch viel immer dabei. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Amsterdam. Während in Deutschland der Hausboottrend gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt, gehören Hausboote in den Niederlanden und insbesondere in Amsterdam seit Jahrzehnten zum Ortsbild. Die vielen Grachten sind ein ideales Revier für das Leben auf dem Wasser. Eine der berühmtesten Grachten ist die Prinsengracht am Rande des hippen Wohnviertels Jordaan. Nahe des früheren Hauses von Anne Frank befindet sich das Wohnboot von Vincent van Loon. Das ehemalige Frachtbinnenschiff Henrika Maria hat van Loon gekauft und als Museum erhalten. Ja. Willkommen, ich schaue Sie hier auf das Hausbootmuseum und hier sind wir in ein Teil von das Boot. Da hat früher die Skipper und seine Familie gelebt, denn viele Hausboote sind angefangen als ein altes Frachtschiff, was umgetauscht ist. Aber das ist schön von diesem Hausboot hier. Wir haben das alte Teil noch immer original und es ist auch restauriert worden. So, man könnte hier auch sehen, dass man hat hier mit 2 Kindern und 2 Erwachsenen geschlafen. Und das war sehr eng, aber man soll sich ein bisschen lieben, um hier zu leben. In diesem Raum hat man früher nur gelebt auf 10 Quadratmeter. Denn das andere Teil von dem Boot war für die Fracht. So, man hat hier gekocht, man hat hier eine Heizung für den Winter. So, man soll hier alles machen und man hatte keine Toilette früher. Das ging in einem Emmer und dann raus.
Dann kann ich hier die Wohnzimmer schauen. Es ist ein Zimmer von, ich denke, 7 bei 4. So, das ist sehr komfortabel. Es ist vielleicht nicht sehr hoch, aber es ist komfortabel. Wir haben hier auch eine Holzheizung. Das ist nicht zu dem Zentralheizung, so wir haben 2 Systeme. Und es ist hier komfortabel warm in 10 Minuten im Winter. So, das ist kein Problem. Hier kann man eigentlich an sich setzen, so man fühlt sich im Haus, weil man hier ist. Es ist nicht ein Museum mit die ganze Geschichte hier an die Wand. So, hier kann man sich setzen und zu Hause fühlen wie in das eigene Haus. Seit 1997 können Besucher selbst sehen und erleben, wie es früher war, auf einem Boot zu leben. In alten Erinnerungen schwelgt man auch in Schleswig. Hausbootbesitzerin Barbara erzählt, wie ihr Hausboot zu seinem Namen kam. Wir wussten erst gar nicht, wie wir das Boot taufen. Und unsere zweite Crew, die das Boot überführt hatte, die haben einfach den Namen bestimmt und haben gesagt, das ist Tammy, weil das passt einfach, das Mädchen vom Hausboot, das ganze Boot passt von der Art her. Und dann haben wir die Taufe gemacht und ein Freund von uns hat dieses Schild, das Tischler, dieses Schild mit der Originalschrift aus dem Film geschnitzt. Und als meine Tochter das Boot getauft hat, haben die sogar den Originaltitel aus diesem Film gespielt. Das war einfach ein Traum. Das war einfach ganz toll. Und die Leute, die so unser Hausboot sehen und die mir, oh nee, Tammy, das ist ja, wie man sich das vorstellt. So ein richtig Huckleberry Finn-Boot, passt der Name, einfach klasse. Ja, und so ist es beigeblieben. Unser kleines Beiboot heißt Klein Tammy und dann ist es so. Leinenlos für Tammy. Gemeinsam mit den Freunden geht es raus auf die Schlei. Das kleine schwimmende Holzhaus ist 9,95 Meter lang und 4,65 Meter breit. Angetrieben wird es von einem 30 PS Motor. Hier ist alles erlaubt, nur keine Hektik. Hier vorne, Wolfgang, kannst du rausklinken? Kannst du hier vorne rausklinken? Das Ablegen vom Steg ist aber gar nicht so einfach. Auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben. Und ja, es ist ziemlich eng kalt. Ne? 10 cm ist die Box breiter als das Schiff. Und, ja, und wir hatten jetzt sogar Gäste, die hatten einen Säugling mit dabei. Die haben das dann auch geschafft. Ne? Wobei die Frau da gar nicht parat war, aber die hat sich um den Säugling gekümmert. Also bei wenig Wind ist alles okay. Ne? Dann ist es auch relativ gutmütig. Aber sobald irgendwie eine kleine Böe aufschlägt, dann segelt das Ganze, ne? Und wird versetzt. Und das ist problematisch. Ne? Aber sonst, das ist ja großzügig. Ja. Das ist ja gut. Ein Ruderer, der macht sich Sorgen, dass wir ihn umfahren. Aber gut. Könnte auch eine Frau sein, ne? Ja. Danke. Alles klar. Ja, das gibt dann auch ganz liebe Wassersportler, die nehmen Rücksicht. Aber es gibt auch welche, die wollen das mit dem Hausboot, mögen die nicht so, ne? Wer die kleine Tammy fahren und die Schlei erkunden möchte, der braucht einen Sportbootführerschein und eine gute Voraussicht. Denn Bremsen auf dem Wasser ist schwierig. Das hat hier jetzt 6 Tonnen und das ist gar nicht so einfach, dann mal so aufzustoppen. Nicht? Also sieht man jetzt, es läuft weiter. Ne? Und das ist sehr unglücklich, dass das einige nicht verstehen. Ne? So eine Spritztour auf der 40 Kilometer langen Schlei macht viel Spaß. Besonders wenn das Wetter so mitspielt wie heute. Und während Helmut das Steuer fest im Griff hat, kocht Barbara Kaffee für ihre Crew. Man braucht nichts festmachen. Nee, schaukelt ja nicht. Und auch wenn es schaukeln sollte, hier kann nichts rausfallen, es fällt nichts runter. Nö. Es schaukelt auch nie so doll, dass... Also die Männer hatten das auf der Überfahrt, dass es mal wirklich so geschaukelt hat, dass die Lampe an die Wand geflogen ist und alles. Aber hier auf der Schlei.
passiert nichts. Nö, wir fahren einfach los. Und ein leichtes Schwanken gehört eben dazu. Barbara Clausen bemerkt das schon gar nicht mehr. Mit dem Kaffee geht es dann raus auf die 14 Quadratmeter große Terrasse. So Jungs, der Kaffee ist fertig. Oh, das ist schön. 500 Kilometer südlich, bei Bitterfeld, wird weiterhin fleißig an dem schwimmenden Haus gebaut. Eine Holzwand nach der anderen hebt der Kran vorsichtig auf die Baustelle. Die Zimmerleute bugsieren sie an die jeweils richtige Stelle. Zimmermann Jan Schütte schaut ganz genau hin, ob auch die nächste Holzwand haargenau passt. Hier ist Maßarbeit gefordert. Das Komplizierteste an so einer Wand ist, oder am Haus auch insgesamt aufbauen, ist, dass die ganzen Häuser, die Wände im Lot und im rechten Winkel zusammenstehen. Schütte und seine Kollegen sind mittlerweile schon im Obergeschoss des schwimmenden Hauses angelangt. Von hier aus werden die Besitzer später Zugang zur 34 Quadratmeter großen Dachterrasse haben. Noch ist von dem ganzen Luxus, der das Floating 95 genannte Modell einmal auszeichnen soll, aber nichts zu sehen. Die Etagen werden später noch mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Mindestens 393.000 € muss aufbringen, wer solch ein schwimmendes Eigenheim beziehen möchte. Seewassergekühlte Getränke erhalten an diesem heißen Sommertag die Gesundheit. Genügend trinken. Einfach nur genügend trinken. Und zwischendurch mal Wasser über den Kopf kippen. Und genau das macht Zimmermann Hagen erst einmal, um keinen Hitzeschlag auf dem schattenlosen Bau davonzutragen. Wer nicht über das notwendige Kleingeld verfügt, sich eine Villa auf dem Wasser zu kaufen, der kann sie auch mieten. Für viele Eigentümer ist so ein Hausboot auch ein Renditeobjekt. Denn wer überwiegend vermietet, spart die Mehrwertsteuer und verdient sein Investment nach und nach zurück. Eine Geldanlage mit guten Aussichten. Zimmermann Jan Schütte sucht das Gespräch mit den Tischlern. Denn in dieser Bauphase müssen die Gewerke gut zusammenarbeiten. Das sieht der Tischler zum Glück genauso. Nein, alles gut. Ihr könnt nach dahin. Ja, da muss man irgendwo zusammen einen Weg finden. Irgendwo muss am Ende alles Hand in Hand gehen. Die ganze Koordinierung ist quasi die Herausforderung. Man muss dann, wie gesagt, alles Hand in Hand planen und mit den Gewerken zusammenarbeiten. Wie gesagt, wir müssen jetzt die schweren Elemente hier hochkriegen. Man muss sich abstimmen. Die einen brauchen Kran, wir brauchen Kran. Das passt schon. Gesagt, getan. Schon schweben die Fensterelemente ein. Die Fenster und die Eingangstür werden hier vor Ort in die Außenwände eingebaut. So soll gewährleistet werden, dass die Übergänge wirklich dicht sind. Außerdem sorgt die Dreifachverglasung für eine höhere Wärmedämmung, Schall- und Einbruchschutz. Hier steckt sehr viel Arbeit von mir drin. Ich bin seit Anfang an mit dabei und deswegen ist es sozusagen mein Baby und immer, die Boote gehören zwar nicht mir, ich vermiete sie nur für die Eigentümer, aber trotzdem sehe ich sie alle als mein Eigentum und so behandle ich sie auch. Ich möchte, dass die Urlauber alles schön vorfinden und es muss immer alles perfekt sein bei mir. Ja, das haben wir jetzt gut. Wassertiefe Loten in Schleswig. Also jetzt gehe ich lass runter, ne? Jo. Gut. Ja, der ist gut. Das ist jetzt so ein Ankerpfeiler. Das ist ein Rohr, das ist durch den Rumpf durch und ist jetzt im Schlick drin. Also wir haben hier an der Schlei haben wir doch so Schlickboden, keinen Sandboden. Und dann kann man das runterlassen und jetzt ist er fest. Auch Wolfgang lässt einen Ankerpfeiler herab. Fahrern, Selbstfahrern. So ist für alle sichtbar, dass dieses Objekt hier festliegt. Mitten auf der Schlei ist jetzt Zeit für einen Kaffeeklatsch. Erstmal war es so, dass mein Mann schon immer von einem
Floß geträumt hat. Er musste gar nicht mal unbedingt ein Haus draufstehen. Er wollte nur ein Floß haben und ein Zelt draufstellen und irgendwas haben, was kein anderer hat. Also, ich finde so Pfannenfloß und ein Badefloß, das fand ich schon immer lustig. Genau. Und dann hat er diesen Hersteller schon so ein paar Jahre gestalkt und immer beobachtet, was die so machen und treiben und hin und her. Und dann hat er gesagt, so, wir fahren da jetzt mal hin. Und dann habe ich Bärbel eingepackt und Bärbel war sofort begeistert. Wir haben eine kleine Tour gemacht und hat sie gesagt, das kaufe ich. Seitdem genießen die beiden Hobbysegler die Zeit auf ihrem Hausboot und die weiten Blicke an die Uferpromenaden. Lustig wird es immer wieder, wenn Helmut und Barbara gemeinsam mit ihren Freunden an die komplizierte Überfahrt zurückdenken. Die größte Herausforderung war der Ableger. Nicht? Morgens um 7:30 da los, Binnenrevier, wir hatten gerade einen Binnenführerschein. Und die Orientierung, das ist alles gar nicht so einfach. Nebel war, Frühnebel. Und ja, dann sind wir losgefahren. Und dann hatten wir ja gerade den Führerschein bestanden und sind die erste Schleuse schon mal falsch angefahren. Ne? Und da waren dann auch so 2 Yachten, so lange Motorboote, gut motorisiert, über 300 PS, 8 Zylinder. Und die fragten uns, wo wir hin wollten. Und dann sagten wir, Schlei, Wieshunde, über Kiel, Ostsee. Und die haben nur den Kopf geschüttelt. Und sie haben das Gleiche hat uns der Schleusenwärter in Geestach gefragt, wo wollt ihr denn hin? Dann haben wir gesagt, wir wollen in die Schlei, und dann hat er das Fenster zugemacht. Aufnahmen aus dem privaten Videoarchiv während der tollkühnen Überführung des kleinen Hausboots Temmi von Brandenburg nach Schleswig. Was filmen jetzt? Mit Ton? Mit Ton? Ja, genau, mit Ton. Moin. Wir sind doch alle da. Muss der ein Geld haben, der hat ein iPhone. Eine interessante Geschichte hat auch das historische Hausboot in Amsterdam. Hier kann man die ganze Geschichte von die Hendrika Maria sehen. Das ist die Name von das Schiff, die ist gebaut geworden in 1914 als Frachtschiff. Hier kann man auch sehen, was das Schiff transportiert hatten. Und das ist auch in den Krieg gesunken ist und nach dem Krieg wieder aufgepumpt ist und dann wieder benutzt ist als ein Frachtschiff bis Jahren 60. Dann hat ein Künstler die Boot benutzt als Studio und hat auch schöne Bilder von diesem Schiff gemacht. Und später ist dann am Ende des Jahres 97 ist es umgetauscht in einem Hausboot und hat es noch einen Motor gehabt und hat die letzten Bewohner auch mit dem Boot gefahren. Jetzt brauchen wir keinen Motor mehr, denn wenn wir zum Werft gehen, kommt ein Schläfer und dann sind wir in einer Stunde auf dem Werft. Und hier kann man auch ein bisschen unten den Flur gucken. Dann kann man sehen, dass das Boot flach ist von unten. Denn das Wasser im Kanal ist nicht so tief, so die Boote haben ein flach von unten und haben kein Kiel. Ja. Besucher können das Hausboot auf eigene Faust erkunden. Eine Broschüre mit den wichtigsten Informationen wurde in 24 Sprachen übersetzt und gibt es auf die Hand. Welcome. Hello. What language you prefer to read and speak? German, please. German. Yes. Willkommen. Deutsch bitte. Dann wir gleich anfangen. Ja, hier wird alles erklärt. Sehr gut. Für eine Person macht 4,50 bitte. Ja, vielen Dank. Ja, es geht. Auf das Plan sind Sie jetzt Nummer 2. Das ist die Küche hinter mir. Ja. So, das ist hinten. Ja. Das ist vorne. Nummer 1 bist du reingekommen und jetzt Nummer 2. Man kann sich anschauen und setzen, was Sie wünschen. Viel Spaß. Dann lohnt es sich Nummer 1 noch mal zum Schluss anzugucken. Das denke ich. Sehr gut. Okay, viel Spaß. Dankeschön. Hi. Hello. What language you prefer? German. German. Yes. Willkommen. Sie sind mit 2 Erwachsenen. Ein Kind. Ein Kind. Genau. Mach dich bequem. Fotografieren ist erlaubt. Stühle kann man benutzen. Alles klar. Und es läuft von hinten bis vorne und zurück. Vielen Dank. Okay. Verlaufen kann man sich in den engen Räumen nicht.
Früher ist es angefangen mit Personen, die nicht so viel Geld hatten oder Hippies, wie auf anderen Manieren leben wollten. Jetzt braucht man viel Geld, um ein Hausboot zu kaufen. So, es ist jetzt, sage ich immer, kein Hippie-Tide, aber Yuppie-Time. Man braucht viel Geld und eine Bank gibt nicht so viel Geld, um ein Hausboot zu kaufen. So, man soll jetzt viel eigenes Geld haben. So, es ist eine ganz andere Person, die jetzt auf einem Hausboot lebt, dann 30, 40 Jahre vorher. Ich denke, dass viele Menschen, die auf einem Hausboot leben, auch ein Statussymbolgefühl haben, dass man kann sagen, ich lebe auf einem Hausboot im Zentrum von Amsterdam. Und mit 80 Quadratmetern hat das historische Hausboot sogar die Größe einer durchschnittlichen Wohnung in Amsterdam. Vincent van Loon ist froh, dass er sich damals für den Kauf seiner Hendrika Maria entschieden hat. In Bitterfeld gehen die Arbeiten weiter voran. Bei einem Besuch auf der Schwimmhausbaustelle will sich Maria Grütze über den Fortschritt der Arbeiten informieren. Welche Magie das Leben an und auf dem Wasser für sie entfalten würde, das ahnte die Resortverwalterin vor einigen Jahren noch nicht. Ich bin sehr zufrieden. Also die Ahnung, die ich habe, bin ich sehr zufrieden. Ich finde, sie arbeiten sehr schnell und gut. Bei dem Wetter ist natürlich besonders anstrengend für die Mitarbeiter. Und deswegen machen sie das schon super. Sie sind auch schon sehr weit. Also. Seit 2 Jahren haben wir jetzt vielleicht die Affinität zum Wasser. Davor hatten wir gar keinen Bezug zum Wasser. Also wirklich überhaupt nicht. Wir kommen aus dem Gebirge, wir haben Bezug zu Bergen. Und hier ist alles so flach, daran musste ich mich gewöhnen. Aber hier hat man halt Wasser, das ist jetzt sehr schön, ja. Und jetzt fangen wir an, das Wasser alle zu lieben. Und beginnen unser Leben am Wasser sozusagen. Ulf Sübel weiß, was seine Kunden am liebsten hätten. Perfekt wäre ja so ein schwimmendes Haus mit Kamin direkt am Berg auf einem See. Das wäre also alles, was die Menschen wollen. Feuer, Bergblick, Wasserblick. Wir können den Kamin, Feuer- und Wasserblick sozusagen mit dem Bitterfelder Berg dahinter bieten. Aber ich denke, mehr geht nicht. Jeder wünscht sich ja irgendwie, gerade in dem Bereich, aufs Wasser zu schauen. Wenn Sie einen Campingplatz am Wasser haben, wollen alle in der ersten Reihe stehen. Jeder möchte an der Uferpromenade flanieren. Und dieses Gefühl, auf dem Floatinghaus zu sitzen, ist natürlich noch mal ein ganz anderes, als an der Kaikante vielleicht in der ersten Reihe ein Ferienhaus an Land zu haben. Ja, man hat ja so ein direktes Wassergefühl. Morgens stehen Sie auf. Sie können die Badehose anziehen oder auch nicht und ins Wasser springen und baden gehen, eine Runde schwimmen, angeln. All diese Sachen, die sind natürlich perfekt da auf dem Hausboot zu lösen. Geschafft. Das Floating 95 ist fertig und wird per Schubboot an die Steganlage im Gotche Resort bugsiert. Das Schmuckstück mit seinen vielen Raffinessen ist das 4. Hausboot in der Ferienanlage und das bisher größte. Nach und nach sollen hier weitere exklusive Hausboote entstehen, zum Kauf oder für eine Ferienmiete. Herrliche Aussichten auf der Gotche, einem gefluteten Braunkohletagebau in Sachsen-Anhalt. Zurück nach Schleswig. Anhand der Flusskarte rekapitulieren die Clausens, wie das kleine Hausboot Tammy aus Brandenburg in die Schlei kam. Brandenburg ist der Start gewesen, Gentin. Und hier sieht man auch schon diese kleinen Büchlein, diese Wanderführer. Das ist mehr so eine ADAC-Karte als eine Seekarte. Und da sind wir dann hier über Wittenberge, Dömitz. Das war auch ein schöner Hafen, da waren Wolfgang und Holger, haben sich da sehr wohl gefühlt. Das war auch mit einer Brauerei. Das Ganze kam trotzdem noch um 7:30 los, am nächsten Tag bei Nebel. Dann seid ihr Beutzenburg, nicht? Geesthacht, auch spannend. Da fängt es dann schon an mit den Frachtern und ja, da ging es los. Ne? Ja. Und dann Hamburg war natürlich, da hatte ich Angst, da bin ich schon abgestiegen. Aber Hamburger Hafen ist schon speziell. Ja, die ganzen Übersetzer, die da zu den Theatern hinfahren, König der Löwen und was da alles läuft zurzeit, das ist schon recht spannend. Die bremsen nicht? Nee, also das ist schon, die nehmen auch keine Rücksicht. Die hupen schon mal eher, obwohl man ja sieht, dass ein Hausboot nicht unbedingt so richtig beweglich ist. Also wir haben da auch schon so ein nettes Erlebnis gehabt, ja. Aber womit ihr natürlich auch nicht gerechnet habt, dass
die Welle im Hamburger Hafen so heftig ist. Also diese ganze Terrasse, so habe ich mir sagen lassen, war überschwemmt und ihr habt auf den Hockern gestanden, nicht? Zumindest Roger. Ne? Also Roger hatte nicht das passende Schuhzeug an, sag ich mal, nicht das passende. Ja. Ich hatte Stiefel an und komplette Regenklamotten und dann ging das eben. Aber Roger in seinen Ballettschüchen, sag ich, musste schon mal auf den Stuhl rauf. Von unten bis zu den Knien hoch. Ja. Was jetzt wie eine lustige Überfahrt klingt, war ein lebensgefährliches Unterfangen. Also man hat das Boot knarren gehört, also man hat die Türen knarren gehört und alles. Die Lampe ist... Der Motor war überspült, sagtet ihr, ne? Ja. Der Motor war überspült, und das war dann schon so das Gefühl, hoffentlich hält das auch so alles. Ne? Bilder von der Überführung. Kapitän Helmut steuert auf den Stadthafen Schleswig zu. Er und seine Frau müssen gleich noch eine eher unschöne, aber unvermeidliche Aufgabe erfüllen. Barbara hilft beim Anlegemanöver. Drücken bringt nichts, das weiß sie ganz genau. Ja, jetzt kommt der unangenehme Teil meines Hobbys. Jetzt muss ich von meinen Mietern die vollen Tanks leer machen. Oder auch nicht von den Mietern, auch unsere Hinterlassenschaften. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Muss ja auch gemacht werden. Früher habe ich die Kinder die Windeln sauber gemacht und jetzt mache ich halt die großen Pötte leer. 300 Liter. Wenigstens müssen sie für den anrüchigen Abfall nichts bezahlen. Das kostet gar nichts. Das dürfen wir so nutzen, müssen uns rechtzeitig anmelden. Das machen hier die Stadtwerke Schleswig auch unter Umweltgesichtspunkten und die wollen halt, dass viele das eben nutzen und wir müssen nichts bezahlen. So hat eben alles seine zwei Seiten. Wer wie die Clausens mit dem Hausboot nicht an eine feste Ab- und Frischwasserversorgung angeschlossen ist, muss sich nicht nur Gedanken um das Schmutzwasser machen, sondern auch darüber, wie das Frischwasser frisch bleibt. Muss ich so ein kleines Pülverchen reintun, das desinfiziert und konserviert das Trinkwasser, damit da auch ja nichts passiert. Da muss ich so ein kleines Schäufelchen reintun. Das tue ich ins Wasser rein. Das konserviert, das ist nicht schädlich, ist gar nichts. Da kriegt man keine Allergien von und nichts. Das ist einfach nur desinfizierend. Und als kleine Belohnung kommt gerade Barbaras Mutter mit Rauhaardackel Ede an. Ede hat keine Angst vor schwankenden Planken und genießt die Ausfahrten mit dem Hausboot ebenso wie Ehepaar Clausen. Wir sperren ihn ins Klo. Das ist es, was alle Hausboot-Fans lieben. Die Freiheit auf dem Wasser, ob mit oder ohne Hund. Und die Schlei ist das perfekte Revier für eine Ausfahrt mit Hausboot.